Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Mittwoch und es ist 9:25 Uhr morgens. Super später Start in den Tag. Ich bin noch nicht so lange wach. Grund dafür liegt hier hinten. Gerade erst im letzten Q&A-Video habe ich euch erzählt, dass es mit Chaplin wieder besser geht. Heute Nacht musste er wieder raus um 4:30 Uhr und sowohl mein Mann als auch ich konnten nicht mehr einschlafen danach. Also ich bin erst wieder eingeschlafen, als mein Mann dann in die Arbeit ist. Das ist, glaube ich, so um 6, halb 7 gewesen. Und dann habe ich noch so bis kurz vor 9 geschlafen. Aber ich fühle mich super gerädert. Noch dazu habe ich Muskelkater vom Fitnessstudio. Und ich finde, wenn man Muskelkater hat, dann fühlt man sich immer so ein bisschen, als würde man krank werden. Also ich habe im Oberkörper, in den Schultern und im Rücken und hier und so. Aber egal. Heute ist ein schöner, sonniger Tag und wir haben viel vor. Worüber ich in diesem Video vor allen Dingen mit euch sprechen möchte, ist das Thema Ziele. Und ich habe mir noch keine Gedanken dazu gemacht, aber ich dachte, vielleicht machen wir das im Vlog-Stil. Das heißt, wir gucken uns nochmal an mein altes Vision Board. Wir gucken, was habe ich davon erreicht. Und auch sehr spannend, mein Current Me versus Future Me. Falls ihr das nicht kennt, ich verlinke euch unten mal die Videos. Und das war sehr halbherzig hier. Unten verlinke ich euch die Videos, in denen ich euch die Anleitung dazu gegeben habe, beziehungsweise ja, meine Meinung dazu, wie man das am besten umsetzen kann, diese Übung. Also es sind 2 Übungen, mit denen man sozusagen Lebensziele visualisieren kann. Mein letztes Current Me versus Future Me ist in diesem Büchlein hier. Und ich weiß gar nicht, wann ich das gemacht habe. Das war auf jeden Fall vor Chile, würde ich sagen. Ach, wer sagt's denn? Das ist echt über ein Jahr her. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, ich zeige euch später aber einen genauen Einblick. Und dann machen wir die Übung auch wieder zusammen. Und vielleicht, je nachdem wie lang das Video wird, das Vision Board. Und außerdem nehme ich euch auch noch mit durch meinen Alltag. Denn heute so um 10:30, 11 Uhr kommt meine Freundin Pascal zu mir. Die mit dem Klamottenlabel, das ist in einer Stunde. Und sie hat mich gefragt, ob es möglich wäre, dass sie für ihr Kleidungslabel ein paar Fotos für Instagram auf unserer Terrasse schießt mit einem Model. Und das geht natürlich. Das heißt, sie und das Model, das ich noch nicht kenne, kommen so eine Stunde oder 1,5 hierher und werden ungefähr eine Stunde oder 1,5 hier sein zum Fotos machen. Und danach gehe ich mit ihr ins Café. Außerdem steht auf der To-Do-Liste, dass ich einen Tierarzttermin wieder ausmachen muss, weil es ja jetzt wieder losgeht. Das heißt, wir müssen mit dem Tierarzt wieder gucken, wie wir jetzt weitermachen. Ob wir jetzt wieder Medikamente geben oder ob noch weiter nach Ursachen geforscht wird. Und außerdem möchte ich noch einen neuen Termin machen für Wimpern, denn lustigerweise, das Auge ist noch voll okay und das hier hat fast gar keine Wimpern mehr. Also keine Ahnung warum, aber ich glaube, für Ende der Woche mache ich mal noch einen Termin aus. So, aber jetzt soll ich erstmal frühstücken und nebenbei werde ich mir hier den Laptop anmachen und werde auf Pinterest oder wo auch immer neue Bilder suchen für mein neues Vision Board. Celebrando en tu cuarto, sabe agridulce como el impacto, baby it's a party, put your drinks up, 2 shots to the heart. So, die Girls sind jetzt da, beide. Ich habe nicht aufs Handy geschaut und dann stand meine Freundin schon vor der Tür. Da war ich noch nicht mal angezogen, richtig. Also die 2 machen gerade Fotos im Wohnzimmer und ich mache mich gerade ein bisschen fertig. Lo hago por ti, la culpa en tus labios fue lo que sentía. Lo hago por ti, las vibras no se acaban aquí, mi amor. Loco como pasa el tiempo, como un blow me gusta cuando quema lento. Pero vamos a acelerar demasiado más. Quiero llegar hacia ti aunque no hay nada más. Solo quiero tequila en mi casa. Perdamos el momento aquí sin nada. Te lo juro que no tengo vergüenza. Yo manejo hacia ti. So, hier liegen die ganzen Klamotten von La Pava und die Hunde sind wahrscheinlich mit oben. Solo quiero sentirte, lo hago por ti. La culpa en tus labios fue lo que sentía. Lo hago por ti.
ich bin auf dem Heimweg. Wir waren jetzt noch eben im Café und dann geht's weiter. So, ich bin wieder zu Hause und ich habe mir eine O-Saft-Schorle gemacht und zwar eine riesige. Ich bin gerade in meiner O-Saft-Phase und jetzt geht's mal wieder los. Ich fühle mich nämlich gerade so ein bisschen ziellos, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß schon, was ich will, aber ich weiß noch nicht genau, wie es aussehen soll. Und zwar in vielen Bereichen. Ich habe einfach so unglaublich große Veränderungen durchgemacht in den letzten Monaten, dass alles so ein bisschen in Frage steht, wenn ihr wisst, wie ich meine. Und ich will schon immer noch YouTuber sein und so, aber ich habe auch noch so ein anderes Projekt. Aber nicht nur Arbeit, sondern auch privat. Ich bin so ein bisschen auf Selbstfindungsphase. Das ist auch der Grund dafür, dass ich mich jetzt wieder mit meinen Zielen auseinandersetzen will. Und ich habe ein ganz tolles Buch gelesen letztens, das heißt Rise Sister Rise, gibt es leider nicht auf Deutsch. Und da drin gibt es ganz viele Fragen zur Selbstfindung. Und heute Morgen habe ich ja schon so ein bisschen im Pinterest geguckt nach inspirierenden Bildern für ein neues Vision Board, aber ich finde, das ist eigentlich der zweite Schritt. Also ich glaube, ich muss mir erstmal Gedanken machen, was ich konkret will und danach kann ich Fotos suchen, die das sozusagen visualisieren. Ich lese euch so ein paar der Fragen vor und werde mich hier hinsetzen auf meine Couch und so ein bisschen reflektieren und stichpunktartig mir das erarbeiten. Okay, ich lese euch jetzt mal kurz einige der Fragen vor. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, dieses Buch zu lesen, auch wenn es auf Englisch ist. Welche Glaubenssätze wurden dir verinnerlicht, also quasi von der Gesellschaft, über deinen Körper und über deine Sexualität? Was entwickelt sich gerade in dir? Was in deinem Leben fühlt sich stagnierend und feststeckend an? Das klingt immer alles im Englischen so viel schöner, ne? Was in deinem Leben hat ein Ablaufdatum? Wenn du keine Angst davor hättest, was andere Menschen denken oder sagen oder tun, was würdest du tun? Wie in deinem Leben versuchst du People-Pleaser zu sein, beziehungsweise das brave Mädchen zu sein? Wo beschränkst du dich selbst? Was hast du gelernt zu sein, bist aber nicht wirklich du? Wo verbietest du dir selbst in deinem aktuellen Leben noch den Mund? In welchen Lebensbereichen nimmst du dich noch zurück? Was ist es, wovor du Angst hast? Inwieweit fühlst du dich dazu berufen, dein wahres Ich zu teilen? Die beste Frage, die immer wiederholt wird: Wenn du keine Angst hättest, was würdest du tun? Vor was loszulassen hast du Angst? So, das war ein Auszug aus Fragen. Ich habe hier, ich glaube, keine Ahnung, wie viele Fragen das sind, 50 oder so. Und alle super wertvoll. Und ich werde mir jetzt mal einen Block und einen Stift nehmen und reflektieren, was ich eigentlich will. So, ich habe mir jetzt mal hier so eine Liste geschrieben. Das ist aber eher private, das werde ich jetzt nicht mit euch teilen. Was ich aber jetzt mal mit euch teilen werde, ist mein altes Current Me versus Future Me. Und da schauen wir jetzt mal, wie viele von den Sachen ich tatsächlich erreicht habe. Und ich habe gerade schon mal so ein bisschen geguckt und ich glaube, ich habe ziemlich viel erreicht. So, hier haben wir mein altes Current Me aus dem September 2021, also vor ein bisschen über einem Jahr. Und da habe ich mich gemalt in meiner Anzughose, die habe ich auch immer noch, und in dem perfekten Top und mit Koffer quasi ready to go, wie es hier unten steht, für Chile. Das könnt ihr so ein bisschen sehen, wie da meine Lage war. Und das hier war mein Ziel. Und mein Ziel war gewisses Geld, mein Ziel war eine Fanbase, eine Weiterentwicklung in meinem Videoschnitt, Spiritualität zu entdecken, ein Visum zu haben, dass ich mich als Chilenin fühle, keine Süßigkeiten mehr zu essen, Sport zu integrieren, Vorbild oder Inspiration zu sein. Ich wollte ein eigenes Atelier, Chaplin sollte natürlich nicht vergessen werden, Exploring Fit. Ich wollte einen Pool haben, eine Wohnung mit Grün und Licht, meditieren und organisiert sein. Und wenn wir jetzt mal
einen Bleistift hier nehmen. Ich möchte das Bild jetzt nicht übermalen, aber wenn wir uns das anschauen, verheiratet bin ich noch, keine Süßigkeiten hat gepasst, gesundes Essen, ja. Yoga nicht, weil mein Handgelenk mir Probleme macht. Aber Running konnte ich integrieren, Gewichte mache ich, Schwimmen, jetzt gerade weil Winter ist nicht, aber ich habe auf jeden Fall den Pool, kann ich auch hier abhaken. Vorbild, Inspiration bin ich, glaube ich, schon immer noch. Ich habe mein Atelier, Vanlife leider nicht. Finanziell frei bin ich auch nicht. Chaplin ist dabei. Exploring würde ich sagen, haben wir auch ganz gut hingekriegt, wie unser Leben momentan aussieht. Fit fühle ich mich auf jeden Fall. Organisiert bin ich auch. Wohnung mit Grün und Licht habe ich geschafft. Meditation habe ich geschafft. Fließend Spanisch habe ich geschafft. Visum habe ich. Spiritualität läuft. Soy Chilena läuft auch. Hier Follower und Geld hat nicht geklappt, beziehungsweise die Follower. Und Profischnitt, ja, geht so. Fanbase würde ich sagen, die chilenische auch auf jeden Fall. Das heißt, von insgesamt, von 25 Zielen habe ich nicht erreicht. 1, 2, 3, 4. 4 von 25 nicht, das heißt im Umkehrschluss 21 erreicht und ich würde sagen, das ist verdammt gut. Und wenn es so weitergeht, dann kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Und dann würde ich sagen, malen wir mal das nächste. Cualquiera te costea, pero no te lo hacen como yo. Yeah. Ich bin jetzt fertig, es ist jetzt 14 Uhr, ich werde jetzt mal hochgehen zu einem späten Mittagessen. Ich habe ja vorhin mit meiner Freundin im Café ein Croissant gegessen, deswegen hatte ich jetzt noch nicht so viel Hunger. Und dann zeige ich euch mal mein aktuelles Current Me. Das Future Me werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil, ja, das ist mir zu private, das habe ich bisher noch nie gemacht. Ich zeige es euch quasi dann in einem Jahr, also müsst ihr meine Zielsetzungsvideos in einem Jahr nochmal anschauen. Aber wenn ihr mein Video von letztem September guckt, über dieses Thema, dann habe ich euch das Current Me von damals, das Future Me von damals auch nicht gezeigt. Das heißt, das habt ihr auch jetzt erst zum ersten Mal gesehen. Ja, aber wir gehen jetzt mal nach oben und ich zeige euch mal, wie es in meinem Garten momentan ausschaut. So, ich habe jetzt hier immer noch Reste von meiner Geburtstagsfeier. Wir hatten ja viel zu viel Essen. Und das ist, oder das sind Spätzle mit Blaukraut und Bratensoße. Das esse ich jetzt mal und dann kriegt ihr ein kleines Garten-Update von mir. So, hier haben wir also mein aktuelles Current Me mit dem jetzigen Monat, also Oktober 22. Ich wohne in meiner Traumwohnung. In YouTube habe ich 40 und 11.000 Abonnenten. Ich esse keine Schoki. Meine Homebase ist Chile. Ich bin auf der Suche nach meinem Kleidungsstil oder sagen wir mal dabei, ihn zu entwickeln. Ich arbeite zu Hause in meinem eigenen Büro und Atelier. Rechts könnt ihr auch ein selbstgemaltes Bild von mir sehen. Reisen und Joggen sind Teil meines Lebens. Ich fühle mich allerdings teilweise ein bisschen antriebslos. Ansonsten Routine habe ich, aber die Entwicklung und die Produktivität lassen so ein bisschen zu wünschen übrig, meiner Meinung nach. Unten rechts könnt ihr meinen Garten sehen. Und der Kindle ist gerade ein großer Teil von meinem Leben, weil ich sehr viel lese. Mein Einkommen und meine Sparquote stagnieren, also entwickeln sich nicht weiter nach oben. Ich verbringe aber viel Zeit mit Freunden und hier habe ich so ein kleines Projekt angefangen. Das kennt ihr vielleicht schon von meinem Vision Board, was ich letztens gemacht hatte. Und ja, das ist mein momentanes Current Me. Und das Future Me, das zeige ich euch dann in einem Jahr. Das kommt euch jetzt vielleicht extrem vor, dass ich sage, ich zeige euch das in einem Jahr und ihr denkt euch, ja, wer weiß, ob ich dich in einem Jahr noch kenne. Aber Leute, ich sag's euch, die Zeit vergeht so rasend schnell. Ich kann selbst nicht glauben, dass seitdem ich das letzte Mal gemacht habe, schon ein Jahr vergangen ist. Das kann ich echt einfach nicht fassen, weil sich das für mich anfühlt, als wäre es 2 Monate her. Aber gut. Dann würde ich sagen, machen wir einen klitzekleinen Gartenrundgang. Es ist noch nicht so viel an Pflanzen drin, weil ja gerade erst Frühlingsanfang ist, auch wenn es schon sau heiß ist. Wir haben hier einmal eine Limone, einen Limonenbaum, den wir gekauft haben.
Meinen Kräutern geht es nicht so gut. Ich habe Schnittlauch, Koriander und Basilikum und das Basilikum sieht wirklich katastrophal aus. Also das hatte ich gekauft. Meine Samen des Basilikums sind ja nicht aufgegangen, deswegen habe ich am Ende was gekauft, aber ja, nicht wirklich erfolgreich. Ansonsten haben wir hier blühende Rabanos, das heißt auf Deutsch Radieschen. Da war ich quasi zu spät dran, die zu ernten. Dann haben die ausgetrieben. Und jetzt lasse ich sie blühen, weil dann kann ich nämlich die Samen einsammeln und habe gleich Samen fürs nächste Jahr. Aber eigentlich kommen in dieses Beet Tomaten und ihr seht 1, 2, 3 winzig kleine Tomaten. Winzig. Alles hier ist total winzig. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, die Erde ist nicht reichhaltig genug. Dann hier, das leider fällt mir ein bisschen auseinander. Da ist die Erde noch nicht hoch genug, dass es quasi nach außen gestemmt wird. Da seht ihr die Isolierung, die ich gemacht habe. Hier sind auch gerade Radieschen noch drin und hier kommen dann Paprika rein. Die sind aber gerade noch unten am Anziehen. Hier sind 2 Kürbispflanzen drin und sonst nichts. Ich denke, dass die riesig werden. Hier in dieses Beet, da kommen Zucchinis rein. Da ist erst eine drin und die anderen Pflanzen sind Spinat, die ich hoffentlich ernten kann, bevor die Zucchini zu groß wird. Hier kommen Gurken rein, da ist erst eine drin. Die sieht auch ein bisschen schmächtig aus, das muss ich auf jeden Fall düngen. Und hier kommen dann auch Tomaten rein, da sind schon 2. Also eigentlich sind 2 ausreichend für die Größe dieses Beetes. Aber ich habe noch einige unten und ich habe das Gefühl, dass ich nicht alle durchbringe. Deswegen mal schauen, also hier ist eine und da ist eine. Und mein Wassersystem funktioniert nur so halb, weil die Wasseruhr, die wir gekauft haben, also der Computer, der lässt leider zu wenig Wasser durch. An sich ist alles installiert und funktioniert auch. Ihr hört es gerade, wie es sich da durchdrückt. Und jetzt könnt ihr schon sehen, wie es quasi überall tropft. Also das funktioniert schon auf alle Fälle. Aber halt mit der Zeitschaltuhr nicht, weil die einfach nur so einen winzig kleinen Durchlass hatte und dann einfach nicht genug Wasser ankam bei den Pflanzen. Das heißt, da muss ich noch eine andere Uhr kaufen sozusagen. Und die wir gekauft haben, die schenke ich jetzt mal dem Kollegen von meinem Mann, der einmal gucken wollte, ob das für ihn und für seinen Garten funktioniert. Genau, also das ist das momentane Garten-Update. Es ist noch nicht so viel drin, weil die Pflanzen einfach noch zu klein sind. Hier sind noch die ganzen Keimlinge, die ich noch in der Wohnung habe. Wir haben Basilikum, aber ich weiß nicht, ob das wirklich was wird. Salat, was auch nicht wirklich gut wird irgendwie. Dann nochmal 3 Gurken, hier ein Haufen Paprika und hier noch ein Haufen Tomaten, die ich eigentlich pikieren müsste. Aber ich habe nicht so viele kleine Töpfe, deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig. Ich muss mir überlegen, wie ich das anstelle. Und hier haben wir noch eine Zucchini, die aber nicht besonders gut wächst. Also mal gucken, ob die überlebt. So, ich bin zurück am Schreibtisch, läuft jetzt gerade ein Kaffee in der Küche durch. Und ich arbeite jetzt noch so eine halbe Stunde und da muss ich eigentlich auch schon wieder mit dem Hund raus, weil es schon wieder am Nachmittag ist. Und ich wollte noch kurz loswerden, dass so perspektivisch, berufstechnisch bei mir, weil ich ja Influencer bin. Ich merke einfach, dass, das heißt, ich merke, es ist ja Realität, das merkt ihr sicher auch, dass Content von Content-Creatern, egal in welchem Sinne, ob es jetzt TikTok ist, Instagram oder YouTube, dass die Inhalte immer kürzer werden und die Plattformen immer mehr neuen Content einfach fordern. Ich möchte mich so ein bisschen frei machen von diesem ewigen Hamsterrad, weil irgendwie ersetzt man ja dann, also oder ich in dem Fall, das Büro-Hamsterrad dann ja auch nur durch ein Content-Creator-Hamsterrad. Und man muss immer neu schaffen, ohne dass es wirklich langlebig ist. Und ich merke das ja jetzt auch mit meinen 3 Videos pro Woche. Ich muss 3 Videos pro Woche schaffen. Und habe dadurch quasi so ein neues Hamsterrad. Und ich möchte so ein bisschen mit meiner Arbeit weg von diesem ständig neuen Content kreieren. Und stattdessen möchte ich Content kreieren, der langlebiger ist und wertvoller ist und auch in einem anderen Medium. Und ich habe da letztes Jahr schon drüber gesprochen, beziehungsweise als wir mein Vision Board gemacht haben zusammen, habe ich euch schon gezeigt, dass auf diesem Vision Board auch ein E-Book abgebildet ist mit meinem Namen drauf. Das heißt, zu meinen Zielen gehört auch ein Buch zu schreiben und an diesem Buch habe ich auch schon sehr viel gearbeitet und es existiert quasi schon, aber es ist noch nicht vollständig sozusagen und sehr viele Stunden Arbeit fehlen noch.
Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass es sozusagen so nebenbei läuft, aber das funktioniert nicht, weil ich halt immer mir ein bisschen so viel Zeit lasse, wie ich habe mit dem Kreieren von Videos. Ich denke mir halt immer so, okay, ein Video am Tag und dann vielleicht noch ein Puffertag, dann sind es 4 Tage die Woche, dann habe ich noch einen Arbeitstag für das Buch, aber die Realität sieht natürlich anders aus. Und ich glaube, wenn ich das wirklich in einer zeitlich kürzeren Spanne fertigstellen will, dann muss ich ein bisschen strukturierter wieder sein. Daran möchte ich arbeiten. Also ich möchte zum einen weg von diesem kurzlebigen Content und hin zu wertvollerem Content, der auch mir längerfristig Einkommen generiert. Weil ein Video in YouTube generiert mir ja immer nur Einkommen für eine Woche oder so und danach schaut es keiner mehr an. Das heißt, ich muss quasi jede Woche was Neues kreieren, mit dem ich Geld verdienen kann. Ein Buch jetzt oder auch zum Beispiel ein Online-Kurs oder so ist ja was einem perspektivisch über ein Jahr oder länger Einkommen bringt. Und das heißt, ich möchte meine finanziellen Einnahmen so ein bisschen mehr in diese Richtung bewegen. Und wenn euch das interessiert, dann würde ich euch da auch in Zukunft teilhaben lassen und vielleicht öfter mal wieder so Vlogs machen, wo ich euch einfach mitnehme und euch zeige, wie ich meinen Alltag strukturiere. Und euch halt auch durch meinen Tag mitnehmen. Heute war jetzt natürlich wieder eher so ein Ausnahmetag, weil wir jetzt nur Ziele gemacht haben heute und dann das mit meiner Freundin heute Vormittag. Aber jetzt mal so ein reiner Workday oder auch eine Workweek meinetwegen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das gerne mal. Und das wollte ich noch mal eben loswerden und jetzt hole ich mir meinen Kaffee aus der Küche und dann plane ich mal. Und zwar möchte ich effektiver werden mit meinen YouTube-Videos, die zu machen, weil meine YouTube-Videos sind ja meine momentane Einnahmequelle. Das heißt, da kann ich ja auch nicht einfach sagen, so, nee, ich höre jetzt auf mit YouTube-Videos, weil ich will jetzt ein Buch schreiben, aber bis das Buch mir Geld bringt, vergeht ja wahrscheinlich mindestens ein Jahr. Das heißt, so geht es auch nicht. Das heißt, ich muss einfach meine Videos schneller produzieren. Das heißt, ich muss weniger perfektionistisch sein. Und das bedeutet auch, dass ich mehr Weitsinn brauche, in dem Sinne, dass ich mir schon am Anfang des Monats oder für den nächsten Monat schon überlege, was für Videos ich machen will und dann auch ein bisschen zackiger arbeite sozusagen. Okay, das mache ich jetzt mal. Das heißt, ich habe hier meinen Filofax und innerhalb meines Filofaxes habe ich ja verschiedene Register und das hier ist zum Beispiel der Kalenderregister. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, heute steht auf dem Programm Pascal, Fitnessstudio und Vlogfilmen für Sonntag. Das ist das, was wir gerade machen. Und morgen habe ich um 5 Spanisch und da können wir gleich noch dazu machen, dass ich morgen um 15 Uhr einen Tierarzttermin habe, der dauert ungefähr eine Stunde. Und am Freitag habe ich jetzt für 10 Uhr Wimpern ausgemacht und es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, deswegen lasse ich das mal unten noch offen. So, aber in Register Nummer 3 sind meine Pläne für YouTube-Videos. Das hier ist zum Beispiel der August und da kann ich mir quasi vorher überlegen, welche Art von Video ich drehen möchte. Und so kann ich das jetzt natürlich auch für den Oktober und November machen. Und das werde ich jetzt mal tun. Das heißt, ich gucke mir an, auch dass vielleicht nicht 2 themengleiche Videos nacheinander kommen und so. Und sammle so ein paar Ideen, dass ich dann, wenn es soweit ist, auch effektiver arbeiten kann. Und quasi, wenn ich Zeit zum Filmen habe, direkt filmen kann und mir nicht erst überlegen muss, was ich filmen will, wenn ihr versteht, wie ich meine. Oh, ich habe immer noch Muskelkater. So, ich habe einen zweiten Mastpuffer mit Saftschorle getrunken und jetzt muss ich Gassi und ich verfluche mich jetzt schon selber, weil ich genau weiß, dass ich dann wahrscheinlich auf Toilette muss. Weil jetzt ist eigentlich Zeit für den großen Gassigang, also eine Stunde oder so auf jeden Fall. Und dann würde ich gerne meinen Mann danach gleich von der U-Bahn abholen. Ja, vielleicht warte ich noch ein paar Minuten, bis ich losgehe. Warum tue ich mir das selbst immer an? Aber gut, so ist es. Ich habe alles durchgeplant für den Rest des Oktobers und auch bis Mitte November. Also ich habe jetzt quasi einen Monat meinen Content geplant, was ganz gut ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich das dann so umsetzen kann. Und ich habe auch schon angefangen, jetzt die nächsten paar Tage meine To-Do-Liste zu schreiben. Also wann ich welches Video filme, weil ich muss jetzt wieder so ein bisschen in die Vorarbeit kommen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber gerade ist es so, dass ich immer quasi an dem Tag oder einen Tag, bevor ich ein Video brauche, mit dem Video fertig werde. Und wenn ich aber ja auch an dem Buch arbeiten will, dann brauche ich quasi einen zeitlichen Puffer vorher. Das heißt, ich muss mich jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen sputen, um wieder diesen Vorlauf zu bekommen. Und
darauf ausgerichtet habe ich jetzt die To-Do-Liste bis einschließlich Montag geschrieben. Heute ist Mittwoch. Genau. Okay, dann gehe ich jetzt mal auf Toilette und packe meine Handtasche und dann... Ay, me encanta este tiempo. Das Wetter ist so herrlich, ich lieb's. Noch muss ich nicht auf Toilette. Eins, zwei. Das ist nicht mehr lustig, gell? Drei. Nicht mehr lustig. So, wir sind im Fitnessstudio des Hauses. Und es ist inzwischen warm, deswegen kann ich quasi ohne dieses Jäckchen joggen, was super nice ist. Und ich habe meine Barfußschuhe, wie immer. Und ich gehe jetzt auf dieses Laufband und werde mich ein bisschen austoben. Und dann sprechen wir uns dann danach wieder. Leider passt diese Woche unser Joggingplan nicht zusammen mit meinem Haarwaschplan. Ich versuche immer, dass es auf den gleichen Tag fällt, aber weil ich momentan jeden zweiten Tag Haare wasche, geht sich das leider nicht jede Woche aus, sondern nur jede zweite. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Weil eigentlich wäre es erst morgen, aber egal. Ja, weil die Woche hat 7 Tage. Das heißt, ich wasche nicht immer am gleichen Wochentag, sondern immer am anderen Wochentag. Aber wir gehen immer Montag, Mittwoch, Freitag ins Gym. Ja, das ist doch ich mal Ausdruck. Ja, aber nicht immer. Naja, aber schau, Ja, jetzt aber ist... vielleicht schon, wenn man nicht gerade 1000 Kilometer hochfahren. Ja, aber jetzt die Woche ist zum Beispiel Haarwaschtag, Dienstag, Donnerstag, Samstag. Das ist scheiße. Genau, das ist Kacke. Oder das steht einfach Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Ja, aber dann ist Sonntag und Montag ist ein Tag nacheinander. Ja. So funktionieren Frauenhaare nicht. Das ist so zu mir gesagt, wenn du wirklich am Anwaschen sollst, soll ich dir sagen, wasch die Haare. Das habe ich gesagt, ja. Ja. Na gut, also... Und Spurt. Ja, dir auch. Bis dann. So, wir haben 35 Minuten, knapp 5 Kilometer. Und wir müssen in 2 Minuten hier raus sein. Ich schwitze, ich bin Marsch. Wir haben vergessen, dass wir kein Obst mehr da haben fürs Frühstück. Oder ich habe es vergessen. Keine Ahnung. Das Problem ist, mit dem Hund darf ich nicht in den Supermarkt, deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich. Also ich muss halt ohne Hund quasi los oder den Hund anbinden. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls gehen wir jetzt eh nochmal mit dem Hund um den Block. Ich bin schon geduscht, wie man vielleicht sehen kann. Und dann schauen wir mal, ob wir in dem kleinen Gemüseladen ums Eck noch was bekommen. Jo, da habe ich sauber vergessen, den Vlog zu beenden. Das hole ich jetzt noch eben nach. Wenn ihr gerne in Zukunft mehr Videos darüber sehen wollt, wie ich versuche produktiv zu sein, dass wir quasi zusammen was abarbeiten und euch bei dem ganzen Prozess so ein bisschen mitnehmen soll, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dann!